Campen, der ganz große Trend. Bis zu 6 Millionen Deutsche campen jedes Jahr in den Niederlanden. Über 2000 Campingplätze hat das Land. Die meisten davon liegen an der Küste. Familie Melzen testet dieses Mal einen Campingplatz in Noordwijk an der Nordsee. Camping Le Parage hat nur 34 Stellplätze und liegt direkt hinter den Dünen. Wie gut eignet sich der Platz für ein Familienwochenende? Das wollen Sarah und Jan herausfinden. Die beiden sind seit 5 Jahren verheiratet. Mit ihrem 4-jährigen Sohn Henry campen sie am liebsten im Zelt. Der Campingplatz Le Parage in Noordwijk an See ist 2 Kilometer vom Strand entfernt. Die Melzens testen in 3 Kategorien. In jeder können bis zu 5 Zelte vergeben werden. Kategorie 1, das Wohlfühlgefühl. Ist es ein Platz, auf dem die Familie umfänglich gut aufgehoben ist? Also von denen nehme ich mir noch 10 Stück mit, nehme ich mit nach Hause. Kategorie 2, die Erlebniswelt. Wie vielfältig ist, was es zu sehen und zu entdecken gibt. Los, Papa! Los, lauf! Kategorie 3, Preis-Leistung. Geld und Gegenwert. Stehen die in einem guten Verhältnis zueinander? Urlaub ist ja selten, ne? Man ist ja selten unterwegs, dann kann man sich auch mal was leisten. Richtig? Ja. Los geht's mit der ersten Kategorie, dem Wohlfühlgefühl auf dem Campingplatz Le Parage. Zwei Erwachsene und ein Hund und ein Kind. Ja, der Hund ist zu Hause. Das Kind ist dabei. Freundlich ist man hier. Der kleine Campingplatz ist übersichtlich und trotzdem bringt Platzchef Patrick die Familie zu ihrer Parzelle. Der? Super. Dankeschön. Das ist super, danke. Die haben Auto. Ja. Mal gucken. Aber sagt ihr jetzt hier? Ja, hier. Ein erster Eindruck hier von der Parzelle, sie ist groß. Wird auch zum Abend hin wahrscheinlich ruhiger, ist ja relativ nah befahren an der Straße. Aber schöner Platz, schön in der Sonne. Kann das Zelt ordentlich abtrocknen, wenn es denn feucht werden sollte. Nur die Lage an der Straße ist nicht so ideal. Diesmal haben die Melzens ein aufblasbares Familienzelt dabei. Ich glaube, hier muss man die dann aufpumpen, ne? Da, im Auto. 4 Luftkanäle müssen sie aufpumpen. Die Pumpe ist dabei. Eine Anleitung allerdings nicht. Das System, also das Prinzip Aufblasen ist eigentlich toll, wenn man weiß, wo man anfangen muss. Ne? Jan lässt den Zufall entscheiden. 18 Quadratmeter Grundfläche hat das Zelt, wenn es richtig steht. Nach einem guten Start gibt es Probleme beim Aufbau. Die Luft bleibt einfach nicht in den Kanälen. So, es ist Schluss. Ich habe es reingedrückt. Das sollte aber nicht rein, das sollte raus. Was eben gesagt? Jetzt ist Schluss. Nee, Sarah, jetzt ist Schluss. Das funktioniert so nicht. Muss zum Spielplatz, komm. Jan braucht eine Auszeit. Zum Glück ist es auf dem kleinen Platz nicht weit zum Spielplatz. Sarah baut das Zelt inzwischen alleine auf. Ein Ventil war falsch eingestellt. Das hat Jan übersehen. So ist er nun mal. Das wissen wir und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Wenn er jetzt mal kurz mit dem Kleinen auf dem Spielplatz ist, dann kommt er auch ein bisschen runter wieder und dann ist gleich wieder die Stimmung besser. Alles gut. Okay, alles Super gut. gemacht, Sarah. Eigentlich ist alles gut, Schatzi. Eigentlich soll man sowas zu zweit machen. Klasse. Ja. Das sieht gut aus, hast du toll gemacht. Mhm, danke. Wirklich. Und die Mühe hat sich gelohnt. Neben einem Wohnbereich hat das Zelt gleich 2 Schlafkabinen. Boah, was ist das denn? Was ist das denn bitte? Das ist ein 5-Zimmer-Zelt. Mama, ich schlafe wieder in der Mitte und ihr beide. Ja, ich schlaf hier. Krass warm. Boah. Und die sind dunkel. Cool. Endlich Zeit, den Platz zu erkunden. Für Henry gibt es im Restaurant eine Spielecke. Ein Pluspunkt. Und der Wirt nimmt sich Zeit, seine Spezialitäten zu erläutern. Das sind Pommes. Ja. Ja. Kroket kennen Sie? Ja. Das ist typisch holländisch. Ja. Kennen Sie?
Das ist Frikandel. Kenne ich auch. Alle Deutsche kennen Frikandel Spezial. Jans Vater ist Holländer und das Angebot ganz nach dem Geschmack des Altenpflegers. Also ich nehme das und das und das. Die Familie achtet schon aufs Geld, aber hier können sie großzügig bestellen. Burger, Kroketten, Frikandel und Pommes. Alles für 25 €. Also von denen nehme ich mir noch 10 Stück mit. Die nehme ich mit nach Hause. Fertig frittiert, oder? Fertig frittiert, ja klar. Genau. Lecker. Ich möchte auch welche von denen für mich. Du möchtest auch welche nach Hause mitnehmen? Alles klar, nehmen wir 20. Die waren super sympathisch und es ging auch relativ, was heißt relativ, es ging sehr zügig und ja, lecker. Die Pommes waren ein Traum. Die meisten Gäste auf dem Campingplatz Le Parage sind Deutsche. Hi. Nee, ich bin garantiert nicht dein Papa. Nee. Das ist dein Papa. Auch die neuen Nachbarn der Melsens kommen aus Deutschland. Moin. Hallo. Hallo. Hallo? Hamburger Kennzeichen? Ja. Moin. Moin. Sohn Henry schließt im Handumdrehen Freundschaft mit dem Nachbarshund. Die Leute sind super, alle nett hier. Die Hamburger sind total nett und sehr ruhig. Alles sehr ruhig. Ob es in der Nacht aber auch so ruhig bleibt? Sarah hat in ihrem eigenen Schlafabteil geschlafen. Jan mit Henry in dem anderen. Aufstehen. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Super, super drin geschlafen. Gut geschlüpft war das. Das war richtig gut. Ja, hast du auch gut geschlafen? Nee, schläfst du noch? Hier war es wirklich ruhig und das Zelt war auch echt schön dunkel. Und ja, es war eine sehr, sehr ruhige und gute Nacht diesmal. Die Straße am Campingplatz ist weniger befahren als befürchtet. Le Parage ist französisch und heißt so viel wie hinter den Dünen. Das gefällt den Melsens. Weniger positiv bewerten sie die Sanitäranlagen. Was nicht so prickelnd war, waren die Duschräume. Die waren halt ein bisschen altbacken. Oder Ja, es war etwas unsauber. Da könnte man vielleicht noch was dran arbeiten. Jetzt war ich aber auch sehr früh da. Vielleicht war einfach der Putztrupp noch nicht da. Nach den ersten Eindrücken, wie bewerten die Melsens Kategorie 1, das Wohlfühlgefühl? 3 von 5 Zelten für den Wohlfühlfaktor. Ja. Mittelmäßig also. Bekommt die Kategorie 2, die Erlebniswelt, eine bessere Bewertung? Für den 4-jährigen Henry gibt es einen Kinderspielplatz. Ein Fußballplatz und ein Basketballfeld gehören auch zum Platz. Der Spielplatz ist immer gut, ne? Und das muss jetzt auch nichts Riesiges sein. Also das ist, Henry findet Karussells immer gut und ja, das ist schon ganz schön, dass hier wenigstens ein Spielplatz ist, ja. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das stimmt nicht. So ist richtig, so ist richtig. Die Lage punktet bei Sarah und Jan. Der Nordseestrand ist nur 2 Kilometer entfernt. Und der Weg zu Fuß durch die Dünen lohnt sich. Schnell, schnell, schnell. Stopp, stopp. Langsam! Ja, es ist total schön, die zwei jetzt da zusammen im Meer zu sehen. Das ist echt schön. Ja. Boah. Für den Strand hat Jan extra einen neuen Drachen gekauft. Oh, ist wie beim Zelt. Ja, ja. Ohne Anleitung sogar. Hier ist, glaube ich, eine Anleitung. Nee, brauche ich nicht. Es weht ein frischer Wind, gut fürs Drachenfliegen. Aber gar nicht so einfach, den Drachen zu starten. Los, Papa! Henry? Und los, los, los. Seit 150 Jahren ist Noordwijk ein international bekanntes Seebad. So, jetzt hoch genug, oder? Ja. Ist das noch nicht anstrengend? Mhm. Ganz toller Strand, super. Kann hier ewig, man sieht ja gar nicht, wo er aufhört. Ja. Da im Prinzip auch nicht, also du kannst immer weiter rennen. Super schön hier. Hier kommen wir wieder hin. 10 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt das Forschungszentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA.
Henry interessiert sich für Raketen, ganz wie sein Vater Jan. Knapp 44 € kostet der Eintritt. 3, 2, 1 und los geht's! Boah. Die Space Expo zeigt die Entwicklung der Raumfahrt. Das Besondere, viele Ausstellungsstücke, wie auch die Sojus-Raumkapsel, waren schon im Weltall. Oh, guck mal, was da drin ist. Guck mal rein. Stell dich mal drauf. Guck mal da rein. Siehst du den Schallknüppel? Ja, da ist das Lenkrad. Genau. Für Kinder gibt es ein Extra-Angebot. Henry kann ein Astronautendiplom machen. Dafür muss er Aufgaben lösen und Experimente durchführen. Oh, super! Was sagst du? Danke. Schau, ich lasse das. Boah, das Klasse. ist aber cool. Ne? Boah, cool. Ich wollte eigentlich mal gerne Astronaut werden. Hat nicht so ganz hingehauen. Aber das Interesse ist halt immer noch da. Wenn mal sowas sehen, ist schon toll. Bei der ESA toll. Einen Tag waren sie unterwegs, auf dem Platz und in der Umgebung. Wie fällt Ihr Fazit in der Kategorie Erlebniswelt aus? Freizeitgestaltung ist hier natürlich sehr viel möglich. Also das ist schon sehr schön hier. Für den Unterhaltungsfaktor, aufgrund dessen, dass es am Meer ist, also ist mir eigentlich auch alles andere dann egal, also für mich speziell jetzt, würde ich volle 5 Zelte geben, weil es ist halt am Strand. Ne? Ja. Und am Strand kannst du immer irgendwas machen, egal welches Wetter ist. Ja, stimmt. Bleibt die Frage, wie der Platz in der dritten Kategorie Preis-Leistung abschneidet. Alles zusammen 38 und 56 Cent. Damit liegt der Preis rund 10% über dem niederländischen Durchschnitt. Strom, Wasser, Duschen und WLAN sind aber inklusive. Finde ich eigentlich ganz okay. Wenn man bedenkt, wie nah man doch am Meer hier ist das schon Okay. ganz angemessen. Auf der Strandpromenade von Noordwijk gönnen sich die Melsens typisch niederländische Spezialitäten. Matjesfilet und Kibbeling. Das ist ein frittierter Kabeljau. Frischer, leckerer Fisch, die Panade ist super. Lecker gewürzt. Lecker gewürzt. Die Knoblauchsoße ist lecker. Und dazu muss natürlich dann so ein Cassis-Getränk dazu. Und Preis war jetzt, glaube ich, pro Portion 5 €. Kannst du überhaupt nicht sagen. Getränke waren eigentlich in der Relation schon wieder teurer als das Essen. Jan ist passionierter Souvenirjäger. Und die Geschäfte auf der Promenade sind ganz auf Familien eingestellt. Du wolltest den Piraten, ne? Ja, das ist nämlich schon So, und Papa nimmt... Auch wenn es hier nicht günstig ist, Jan kann nicht widerstehen, in die Urlaubskasse der Familie zu greifen. Das ist ein Souvenirladen. Und Souvenirläden sind ja meistens nicht unbedingt ein Secondhand-Laden. Das waren jetzt für die knapp 50 € für die Sachen, die jetzt hier im Rucksack und nicht in der Tüte sind. Aber Urlaub ist ja selten, ne? Man ist ja selten unterwegs, dann kann man sich auch mal was leisten. Richtig? Ja. Also darf ich mir auch einen großen Käse kaufen. Bilanz der Familie. Wie viele Zelte bekommt die Kategorie Preis-Leistung von Ihnen? Also würde ich jetzt für das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt 4 von 5 Punkten vergeben. Wichtig für die Melsens, Henry soll im Urlaub möglichst viel geboten bekommen. Die Nähe zum Meer, ideal für die Familie. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich es hier sehr, sehr schön. Wir haben uns wohlgefühlt. Noordwijk hat viele Campingplätze und viele sind gut besucht. Die Melsens wollen weitere Plätze kennenlernen. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.